Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder. Heute habe ich für euch ein Perückenvideo. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr auf meinem Kanal gefilmt. Und ich finde, es wurde mal wieder Zeit. Obwohl, nee, stimmt nicht. Ich habe erst vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich eine alte Perücke umgestylt habe. Aber das war mir so ein Umstyling. Das Video habe ich euch in der Infobox oder hier auch nochmal verlinkt. Schaut euch das mal gerne an und schreibt mir da gerne einen Kommentar. Und ja, aber heute soll es um diese Haare gehen. Und zwar ist das für mich eine Premiere und deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen. Wie ihr durch meine Vlogs auch wisst, bestelle ich meine Perücken aktuell eigentlich immer über Amazon, weil ich halt immer den Vorteil hatte, fand ich, dass sie schnell da waren und dass sie dann aber auch, ich sie zurückschicken kann. Wenn es nicht so der Qualität entspricht, wie ich mir das vorstelle, wenn es kein echter ist, das kommt leider mal vor, dass man versucht wird zu scammen. Also das versucht wird, einen zu scammen. Und vorher habe ich immer meine Haare bei AliExpress auch bestellt. Und da hatte ich halt leider immer das Pech, dass man die Haare nicht zurückschicken kann. Das heißt, ich musste mich dann damit arrangieren, was ich bekommen habe. Und deswegen bestelle ich dort nicht mehr Perücken. Es kann auch sein, dass sich das geändert hat, dass man da die Sachen jetzt auch zurückschicken kann. Das weiß ich nicht. Aber generell habe ich es immer über Amazon bestellt. Da muss man immer so ein bisschen rumsuchen und manchmal findet man das Gutes. Dann ist es wieder vergriffen, dann kommt was Neues. Lange Rede, kurzer Sinn, Shein hat ja wirklich so viele Sachen. Ich habe mich dann mal ein bisschen in der Perückenabteilung umgeschaut und war ziemlich überrascht und dachte mir, naja, wollen wir das mal bestellen und das mal ausprobieren und darüber dann ein Video drehen? Ich sage ja. Falls euch das interessiert, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Falls du neu hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da und abonniert auch die Glocke, schreibt mir einen Kommentar. Es reicht auch ein Smiley, ihr müsst keinen Satz schreiben, wenn euch nichts einfällt. Einfach nur ein Smiley. Ich meine, so ein Video schauen ungefähr 300, 400 Leute. Kommt doch mal drauf an, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr. Und wenn jeder von denen einfach ein Herz in die Kommentarspalte reinmachen würde, wäre ich super glücklich. Deswegen macht das bitte für mich. Ich weiß, viele schauen es auch auf dem Fernseher, aber ihr habt bestimmt auch die YouTube-App auf dem Handy. Dann öffnet ihr nebenbei das Handy, geht auf mein Video, geht in die Kommentare und snickt ein Smiley. Ja. Ein Smiley, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Schaut mal, was gerade angekommen ist. Meine Perücke von Shein. Und zwar habe ich jetzt 22 Inch und eine 150er Dichte. Und ich bin sehr gespannt, wie die Haare sind. Ja, was soll ich sagen? So sehen die Haare frisch aus der Packung aus. Die Haarlänge stimmt auf jeden Fall. Die Haare sind auch voll. Fühlen sich auch gut an. Sie riechen ein bisschen komisch, ein bisschen muffig, das muss ich sagen. Aber ich denke mal, das sollte nach dem Waschen weg sein. Ich habe sie natürlich schon mal durchgebürstet. Habe dann aber schon so gemerkt, dass ein paar Haare rauskamen, aber nichts Besorgniserregendes. Aber ein paar Haare sind rausgekommen. Und diese Haare habe ich aufgehoben. Denn was ich jetzt öfters immer mache, um zu testen, gerade wenn die Perücken recht günstig sind, hatte ich zum Beispiel auch schon mal bei Amazon, dass es dann gar kein echter war, sondern Kunsthaar. Und um das zu testen, mache ich dann immer den Färbetest. Und deswegen habe ich diese Haare, die ausgefallen sind, aufgehoben. Und zeige euch das jetzt mal. Habe dann halt ein bisschen Farbe angemischt und habe die halt gefärbt, um zu gucken, nehmen die Farbe an. Weil ich will die Haare natürlich färben, so bleiben die nicht. Mir ist das Blond zu gelb, das muss abmattiert werden und ich brauche einen Ansatz. Und genau, und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ja, und das ist die Strähne. So viel Haar habe ich nach dem Bürsten die Perücke verloren. Und wie man sehen kann, hier ist das Blond und da ist das Dunkel. Also es ist auf jeden Fall Echthaar. Ja, sehr toll. Es ist auf jeden Fall Echthaar. Die Perücke oder die Haare haben die Farbe angenommen. Das heißt, ich werde die Perücke auf jeden Fall jetzt behalten und werde die Perücke jetzt stylen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal damit. So, ich habe jetzt die Haare abgeteilt. Ich werde halt nur diesen Teil, dort werde ich den Ansatz färben. Und der Teil bleibt so, wie er ist, weil das wird man eh nicht sehen. Deswegen, ja,
färbe ich da jetzt keinen Ansatz. Das mache ich jetzt nur hier oben. Früher habe ich sogar auch immer noch hier unten einen Ansatz gefärbt. Das mache ich jetzt aber die letzten Jahre auch nicht mehr, weil es macht einfach so viel Arbeit und das braucht man eigentlich nicht, weil ich trage eh kaum Hochsteckfrisuren. Und ja, bin ich motiviert? Nein, aber wir machen sie jetzt mal, ne? Achso, ja, und die Haare sind nass. Ich habe mir angewöhnt, die Haare zu tönen, wenn sie nass sind oder zu färben, weil ich dann nicht überall diese kleinen Härchen habe, die so abstehen. Kennt ihr das? Das nervt mich total. Aber wenn die Haare nass sind, dann kann ich schön immer präzise die Farbe auftragen. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass der Verlauf dann ein bisschen nicht so hart ist, sondern ein bisschen weicher. Deswegen mache ich das jetzt so seit längerem so. Ich bin keine Friseurin, aber es funktioniert einfach super gut. Oh. So, ich bin jetzt fertig, ich habe eine Stunde gebraucht, das ist eine Heidenarbeit und so schaut es aus. Das wirkt jetzt nochmal ungefähr 15 Minuten ein, dann werde ich es ausspülen und danach tragen wir das auf. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ja, also das war jetzt ein bisschen chaotisch und es war auch ein bisschen zu wenig. Ich konnte es dann auch gut verteilen. Ich musste hier auch nochmal 2 Sachen nachfärben. Aber ich glaube, das wird, ich glaube, das wird ganz gut. Und et voilà, das ist immer so das, was ich tue, um meine Perücken zu stylen und zu dem zu machen, so wie ich es halt mag. Also ich brauche immer einen Ansatz, ich nähe das Stretchband ein, ich schneide es natürlich zurecht. Also wenn so eine Perücke aus der Packung kommt, sieht sie meistens wirklich nicht so gut aus. Das heißt, man sollte sie dann immer einmal waschen auf jeden Fall, einmal durchschamponieren und dann Luft trocknen lassen und danach geht es dann ans Styling. Wobei bei mir ist es ja so, habt ihr ja in dem Videoteil gesehen, dass wenn sie nass ist, ich dann den Ansatz färbe. Das ist so eine Methode, die ich so mache, weil sie für mich am besten funktioniert. Und ich finde, wie man sehen kann, der Ansatz sieht dann immer wirklich sehr, hier kann man es auch noch sehen, sehr natürlich aus. Also das klappt immer richtig gut. Und was soll ich sagen? Die Haare sind ein Traum. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich für diese Haare 90 € bezahlt habe. Haben wir hier 24 Inch. Wenn es 22 war, schreibe ich es hier nochmal rein. Kann sein, dass ich mich gerade vertue. Ich habe mein Handy nicht hier, weil ich damit filme. Aber es sind 22 Inch. Es geht mir wirklich ja, bis unter die Brust. Ich bin ja größer, ich bin ja 1,75. Aber die Haare sind wirklich ein Traum. Seht ihr das? Wie schön die glänzen. Die sind total weich. Also ich bin wirklich geflasht von der Qualität. Also das hätte ich nicht erwartet und vor allem nicht für diesen Preis. Ich werde mir auf jeden Fall noch weitere bestellen, weil ihr wisst ja, ich bin ja auch ein Girlie ich liebe bunte Haare und ich habe auch noch einige andere Sachen vor. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall dort auch wieder Haare bestellen und ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich habe es euch natürlich unten markiert. Ich bin überlegen, ob ich noch einen Cut reinmache, dass ich noch mehr Stufen reinmache oder ja, vielleicht auch wieder so eine Art Curtain Bangs, französischen Pony wollte ich gerade sagen. Aber generell finde ich es auch mal schön, einfach richtig blond, lang, glatt. Ich muss euch das einfach zeigen, weil ich weiß, es gibt hier ein paar Girlies, die auch Alopecia haben oder die auch Perücken tragen oder auf der Suche nach Perücken sind. Probiert es wirklich mal aus. Man kann es ganz leicht zurückschicken. Man kriegt das Geld auch sofort erstattet. Ich würde sagen, jetzt gibt es noch meine 360 Grad Tour oder 180 Grad Tour. Aber wie man sehen kann, sind die Haare
Aber wie man sehen kann, sind die Haare wirklich ein Traum. I love it. Ich finde es so schön. Jetzt kommen wir nochmal hier nah, dass ihr seht, was ich hier gemacht habe. Ich finde, die Lace ist auch kaum bis gar nicht sichtbar. Und I'm happy. I'm happy. Ja, ihr süßen Mäuse, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und wie schon gesagt, schreibt mir einen Kommentar. Es muss auch nur ein Emoji sein. Nichts Besonderes. Würde ich mich so drüber freuen. Und abonniert mich, falls du das noch nicht getan hast. Abonniert auch gerne mein anderes Social Media. Miss Jasmina auf Instagram, Miss Jasmina auf TikTok, Miss Jasmina auf Soundcloud und auf Spotify für meinen Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann. Mua.